In diesem Video kann ich Blöcke verzaubern. Von einem Ofen, der mich füttert, bis zu einer Werkbank, die mich unbedingt töten will, kann alles passieren. Kann ich es schaffen, mit 9 verzauberten Blöcken den Enderdrachen zu besiegen? Und was passiert, wenn ich mein Bett auf Albträume verzaubere? Los geht's und ich bin jetzt schon sehr gespannt, welchen Block wir heute als erstes verzaubern werden. Da hinten ist ein Dorf, da sollte ich direkt mal rüber. Aber wir müssen auch gleich schauen, dass wir irgendwo in eine Höhle gehen oder sowas. Oder wir schauen uns Schiffswracks an. Denn wir brauchen Dias, um einen Enchantment Table zu craften und den dann wiederum weiter zu craften zu einem Block Enchantment Table. Und das klingt schon weird. Ich habe richtig Bock drauf. Ich brauche aber zuerst einmal Holz, damit ich mich mit Steinen um die Grundtools kümmern kann. Perfekt. Und ich habe auch noch 2 Steine für eine Hacke, wenn wir jetzt ins Dorf laufen, für die Weizenblöcke. Dafür sollte ich mir allerdings auch direkt noch ein bisschen Holz für ein Boot holen. Und dann fahren wir mal darüber. Ich brauche Diamanten für Obsidian. Da ist ein Ruin Portal. Hier ist aber schon mal einer drin. Und ein bisschen was zu essen. Sogar richtig viel. Ein paar Schuhe nehme ich alles schon mal gerne mit. Eine Hacke ist auch sehr gut. Dann sind wir direkt schon ein bisschen ausgestattet. Und ich kann auch schon mal was essen. Dann schaue ich mir jetzt noch schnell das Schiffswrack an. Und hier haben wir kein Eisen. Also nicht besonders viel zumindest. Aber Lapis können wir heute tatsächlich ja auch gebrauchen. Denn wir müssen ziemlich viel verzaubern. Und dann landen wir als nächstes im Dorf. Und ich brauche auch gleich ein bisschen Papier. Zumindest für ein Buch. Die Hacke haben wir auch schon. Also schnell noch ein bisschen mehr zu essen holen. Und da hinten ist ein Wüstentempel. Das ist mega gut. Denn wir können heute zum Beispiel auch TNT verzaubern. Und ich weiß nur, welche Blöcke wir verzaubern können, aber nicht, welche davon gefährlich sind, denn einige davon werden uns wahrscheinlich auch nicht unbedingt was Gutes bringen. Und TNT ist potenziell etwas, was auch mal, ja, explodieren könnte. Dazu ein bisschen Eisen. Perfekt. Leider nur 3. Da überlege ich sogar, ob ich damit lieber eine Spitzhacke craften sollte. Also lasse ich es erstmal so, wie es ist. Und wir schauen nochmal in den Wüstentempel. Wobei natürlich genau dafür eigentlich ein Wassereimer sehr gut wäre. Ich crafte mir jetzt doch lieber direkt einen Eimer. Hier kommen bestimmt noch irgendwie an Eisen, wenn ich noch Diamanten suchen muss. Jetzt erstmal rein in die Pyramide und runter da. Das war nicht so gut. Keine Ahnung, was da passiert ist. In den Truhen haben wir einen Goldapfel. Ich könnte mir sogar noch mehr TNT craften, als da unten drin ist. Hier haben wir noch einen Goldapfel. Und noch einen Goldapfel und 3 Diamanten. Okay, das ist mega gut. Jetzt brauchen wir quasi noch 4 Diamanten, dann haben wir schon genug. Und ein Leder nehme ich mir auch schon mal mit. Damit steht das Buch. Jetzt möchte ich aber natürlich noch mein TNT haben. Und dann gehen wir wieder raus hier. Schauen mal die Brote craften. Und auch gerne schon mal das Buch. Perfekt. Dann nehme ich mir auch schon mal ein Bett mit. Und jetzt sollten wir weitere Diamanten suchen gehen. Und da hinten ist noch ein Wüstentempel. Und ich glaube sogar noch ein Dorf. Also nochmal runter da. Und auch noch mehr TNT sammeln. Dazu Gold und noch ein Goldapfel. Ich habe schon 4 Goldäpfel. Das ist richtig krass. Und noch ein Goldapfel. Wie viele Goldäpfel sind hier denn überall drin? Hier ist auch einfach noch einer. Ich habe 6 Stück. Ich weiß nicht, ob ich so viele Goldäpfel überhaupt heute noch brauche. Aber was ich brauche, ist TNT. Da nochmal schnell rüber ins Dorf. Ich brauche zwar erstmal kein Essen mehr, aber vielleicht haben wir auch eine Schmiede. Was die auf jeden Fall haben, ist ein Ruin Portal. Und das könnte sogar ganz gut aussehen, um ein Portal zu bauen, um in den Nether zu gehen, denke ich jetzt gerade. Jetzt frage ich mich nur noch, wo diese Truhe versteckt ist. Da haben wir sie. Und da haben wir noch ein Obsidian drin. Und jetzt bekomme ich dann gerne mal mein Eisen für meinen Schild. Perfekt. Aber wieder nur 3. Aber 2 Eisengolems reichen dann ja trotzdem zusammen. Und hier geht es ziemlich tief nach unten. Da ist sogar direkt ein Lush Cave. Da gehen wir gleich Dias suchen. Aber ich muss erstmal rüber zum Baum laufen. Und hier Holz abbauen. Damit steht der Schild. Und wir machen uns rein in die Höhle Dias suchen. Und da geht es auf jeden Fall auch wirklich ziemlich tief runter. Einfach mal hier ins Wasser. Und dann dürfte das, glaube ich, nicht lange dauern mit so einer großen Höhle. Ich brauche nur auch noch Eisen, sonst kann ich die Dias nämlich gar nicht abbauen. Und der Zombie stört. Weg mit dir. Da sehe ich auch schon Dias. Ich möchte aber kurz noch hier oben die Lava benutzen. Also einen Ofen. Und dann kommt diese Lava da kurz rein, um ein bisschen Eisen durchzuschmelzen. Natürlich auch gerne direkt ein paar mehr. Und hier ist auch ein Diamant. Ich glaube, wir werden hier sehr schnell genügend Dias finden. Ich mache mir trotzdem erstmal eine Eisenspitzhacke, denn ich möchte keinen Dia nachher zu wenig haben. Und dann bekommen wir auch schon die ersten. Inklusive Spitzhacke brauche ich 7 und ich sehe jetzt schon 4 von hier oben. Also kann ich auch doch die Spitzhacke craften. Denn die brauchen wir dann ja sowieso auch, um das Obsidian abbauen zu können. Um mein Inventar aufzuräumen, crafte ich am besten jetzt auch schon mal das TNT, was wir noch machen können. Jetzt runter da. Und hier sind sehr viele Creeper. Also brauchen wir ein paar Explosionen.
Und dann werden Dias abgebaut. Und wir haben mehr als wir brauchen auf jeden Fall. Die beiden will ich aber noch abbauen, weil ich die gerade schon von hier aus sehen kann. Und dann gehen wir aber jetzt wirklich auch wieder raus hier. Aber wir haben ja auch noch Tripstone vor der Trial Chamber, die wir aber heute wirklich nicht brauchen. Tripstone brauche ich aber, denn wir können nachher einfach Tripstone verzaubern. Ich hoffe, das wird einfach richtig gut alles. Hier kann ich mir noch schnell ein Axolotl mitnehmen als Freund und Helfer. Und Moment, ich brauche noch mehr Lapis. Wenn ich schon mal gerade hier unten in einer Höhle bin, soll ich das auf jeden Fall auch mitnehmen. Also kurz hier so rüber. Und wir haben knapp 40. Ich hole mir wirklich lieber noch mehr mit. Dann muss ich auch gar nicht mehr in eine Höhle. Das fände ich eigentlich ganz praktisch. Und hier ist auch noch ein Diamant nebenbei. Den würde ich auch wieder aufsammeln. Jetzt also weiter überall Lapis abbauen. Und zwischendurch natürlich auch noch den ein oder anderen Diamanten. Und dann hoffe ich einfach mal, dass das jetzt langsam ausreicht. Und grabe mich nach oben. Da geht's wieder raus. Und damit fängt die Challenge jetzt erst richtig an. Da haben wir einen Lavasee. Also hier noch Obsidian sammeln gehen. Du kommst wieder mit. Und wir craften den ersten Enchantment Table. Und den zweiten werde ich jetzt allerdings auch direkt craften. Nur brauchen wir hier kein Buch, sondern einfach noch einen Enchantment Table. Und jetzt wird es richtig interessant. Wir bekommen den Enchanted Enchanting Table. Und der sieht nicht nur anders aus, sondern der ist auch schon selber verzaubert, wie man sehen kann. Und wenn ich den jetzt irgendwo hinsetze und näher rangehe, sieht man da schon so ein Feld, wo man einen Block einsetzen kann. Und es gibt heute einige Blöcke, die wir verzaubern können. Ich würde mal vorschlagen, wir fangen einfach mal mit TNT direkt an. Also hier einsetzen und dann sehen wir da drüber, was wir verzaubern können. Wir können ein schwarzes Loch bekommen. Wir können Flame drauf verzaubern. Okay, wir können das auch direkt höher machen. Ich aktiviere das mal, dann sehen wir, was das kosten würde. Aber ich weiß auch noch nicht, ob das gut ist. Deswegen würde ich mal mit schwarzem Loch als Verzauberung anfangen. Und wir können vielleicht aber auch direkt noch Flame dazu tun. Das ist jetzt nicht besonders teuer. Machen wir einfach mal. Und damit verzauber ich meinen ersten Block für heute. Und wir bekommen ein verzaubertes TNT. Mit Black Hole 1 und Flame drauf. Das finde ich richtig cool. Und wenn du wissen möchtest, was wir heute sonst noch so verzaubern können und auch was das TNT gleich bringt oder auch nicht bringt, je nachdem, dann lass doch jetzt gerne ein Like und ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ich werde jetzt noch einmal kurz schlafen und den werde ich natürlich auch wieder mitnehmen. Den brauchen wir heute noch einige Male. Und jetzt haben wir das TNT mit Flame und Black Hole. Flame klingt so ein bisschen so, als würde es direkt angezündet werden, bin ich ehrlich. Und Black Hole klingt eher so, als wäre es gefährlich, als dass es mir wirklich helfen würde. Deswegen schlage ich vor, wir testen das mal nicht an mir, sondern an den Villagern da hinten. Und wir haben Black Hole ja auch noch auf Stufe 1. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viele Stufen es gab, aber es gab auf jeden Fall mehrere. Das heißt, wir probieren das jetzt mal in der schwächsten Form aus und wenn das gut ist, benutzen wir das nochmal in einer stärkeren Form. Ich sage jetzt einfach mal hier Hallo und setze mal hier ein schwarzes Loch hin und wir schauen, was passiert. Das zündet direkt. Das war auf jeden Fall schon mal richtig. Explosion und wir haben einfach ein schwarzes Loch. Genau das, was es sagt. Aber die Frage ist, zieht mich das jetzt auch an? Und wie groß wird das? Das ist Stufe 1. Wir können das noch höher verzaubern. Wie krass sieht das denn aus? Wir haben einfach ein schwarzes Loch ins Dorf gesetzt. Aber ich glaube, ich werde nicht angezogen. Ich gehe mal näher ran. Die Blöcke werden auf jeden Fall eingesaugt und die Villager sind auch längst alle weg. Das Kamel da hinten hält aber noch ganz gut stand. Und ich halte auch gut stand. Ich werde nicht angesaugt. Das ist gut zu wissen. Vielleicht können wir eine stärkere Form davon auch irgendwie zum Beispiel im Endfight benutzen, denke ich gerade. Das wäre richtig krass. Meint ihr, das kann den Enderdrachen aufsaugen? Ich würde sagen, das müssen wir ausprobieren. Und da ist das schwarze Loch auch schon wieder weg. Und das Dorf ist komplett zerstört. Das war auf jeden Fall schon mal ein guter Start, um zu demonstrieren, was wir heute hier machen können. Machen wir direkt mal weiter mit einem Ofen. Einen Ofen kann ich auch verzaubern. Und wenn ich den da reinsetze, sehen wir auch womit. Nämlich mit Gordon Ramsay, okay? Und zwar auf Stufe 5 höchstens. Was kostet Stufe 5? Okay, 16 Level habe ich gar nicht. Ich habe nur 7. Und ich will auch erstmal noch mehr ausprobieren können. Hier brauchen wir sogar kein Lapis für Stufe 1. Ich glaube, wir probieren das trotzdem erstmal auf Stufe 1 aus. Was ich aber irgendwie nicht auswählen kann. Okay, vielleicht muss ich auf Stufe 2 gehen. Ich glaube, das darf nicht gar nichts kosten. Gut, dann gehen wir halt direkt auf Stufe 2. Machen wir das. Ich verzauber meinen Ofen. Und wir bekommen den verzauberten Ofen. Und ich finde es auch so nice, einfach nur, dass die Blöcke verzaubert sind. Das sieht optisch so cool aus. Okay, das TNT war jetzt schon auch ein bisschen gefährlich. Also setzt den Ofen hin und wir laufen erstmal weg. Da sitzt ein Koch drauf, würde ich mal sagen. Und der dreht sich mir nach. Der guckt mich an. Was will er von mir? Wieso sitzt ein Koch auf meinem verzauberten Ofen? Ich kann ihn nicht schlagen. Ich würde ihn gerne schlagen. Keine Ahnung warum. Ich kann den Ofen aber noch benutzen. Moment, soll ich da irgendwas mal durchbraten? Ich habe aber nichts zum Durchbraten. Und ich habe gerade das ganze Dorf weggesprengt. Haben wir hier vielleicht noch irgendwo eine Kartoffel? Sieht aber nicht so aus. Nee. Ansonsten gerne einen Fisch oder ein Kaninchen. Da ist ein Lachs. Sehr gut. Dich brauche ich einmal. Am besten hole ich mir direkt beide mit, die hier rumschwimmen. Und dann schauen wir doch einfach mal, was passiert, wenn ich die hier in den Ofen packe. Die werden ganz normal durchgebraten. Und, oh mein Gott, was ist denn jetzt? Warte mal, der wirft den Fisch auf mich. Hat der mich gerade mit dem Fisch
Fisch gefüttert. Und jetzt hat er noch einen Fisch, weil ich natürlich 2 durchgebraten habe. Füttert er mich also, wenn ich Hunger habe, von weitem? Moment, ich muss kurz Hunger bekommen. Also ein paar Mal hier runterspringen. Oder ich kann auch einfach hier gegen den Kaktus laufen. Nur möchte ich ungern meine Schuhe kaputt machen. Ich habe Sättigung bekommen. Okay, das ist cool. Der wandelt mein Essen einfach in Sättigung um. Aber dafür sitzt er halt hier. Das ist auch irgendwie gleichzeitig gar nicht mal so praktisch. Und das Essen ist durch. Und jetzt wirft er das wieder auf mich. Das ist voll unpraktisch. Jetzt ist es einfach weg und ich brauche das gerade gar nicht. Aber 1 Minute lang Sättigung ist natürlich ganz gut. Und dann verzaubern wir jetzt einfach mal den Crafting Table mit Incredible. Bis zu Stufe 3 können wir da machen. Ich fange mal mit Stufe 1 an wieder. Man weiß ja nie, was gut und was schlecht ist. Wir bekommen einen verzauberten Crafting Table. Und dann setze ich ihn einfach mal hier hin und laufe weg. Was ist da gerade passiert? Kann ich ihn noch benutzen? Ich kann ihn ganz normal benutzen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist das? Tut er mir was oder hilft er mir? Der Crafting Table ist einfach zu einem Roboter geworden. Oder sowas. Zumindest in der Art. Der hat 4 Beine. Er rollt. Moment. Der rollt auf mich zu. Ist der Crafting Table aggressiv? Und warum ist die Frage? Oh mein Gott, der hat einen Laser auf mich geschossen. Ich muss hier weg. Ja, der ist aggressiv. Ich glaube, den muss ich neu craften. Ich glaube, der ist weg. Und ich glaube, ich sollte auch schnell hier weg. Ich weiß nicht, wie lange der mich verfolgt. Ich glaube, wir sind weggekommen. Oh mein Gott, ich war auf 3 Herzen. Von einem Crafting Table, der mit Laser auf mich geschossen hat. Was ist hier gerade passiert? Ich werde auf gar keinen Fall dahin zurücklaufen. Und erstmal wieder einen neuen craften, der jetzt viel schöner ist, wenn der nicht verzaubert ist. Aber ich brauche auch langsam Level, merke ich gerade. Ich habe keins mehr. Allerdings sind Level in der Wüste natürlich auch gar nicht mal so leicht zu bekommen. Zumindest nicht in großen Mengen. Also sollten wir eigentlich jetzt mal in den Nether gehen. Und ich versuche mal hier so provisorisch ein Portal hinzugießen. Da schnell anzünden und wir gehen rein in den Nether. Hallo Nether. Und das Axolotl habe ich jetzt einfach mal in der Overworld gelassen. Ich finde, das ist nicht gut gemacht für den Nether. Wir haben hier Crimson Forest. Leider keinen Warped Forest. Aber vielleicht finden wir gleich noch irgendwo einen in der Nähe. Und jetzt würde ich sagen, wir kümmern uns um Blaze Rods und Enderperlen. Und so sollten wir nebenbei sowieso einige Level bekommen. Das heißt, wir können auch zwischendurch schon wieder neue Blöcke verzaubern. Zum Beispiel wollte ich ja noch den Tripstone verzaubern. Und eigentlich können wir auch einfach unser Bett mal verzaubern. Warum nicht? Dann laufe ich jetzt aber auch einfach mal los, eine Festung oder einen Warped Forest suchen. Und da hinten ist ein Warped Forest. Ich hoffe, der ist noch größer als das, was ich da sehe. Aber das sieht tatsächlich sehr gut aus. Und da ist auch eine Festung. Ich war eigentlich auf der Suche nach einem davon und jetzt haben wir einfach beides auf einmal. Mega gut. Und ich sollte doch hier überall auch Quarz abbauen. Das bringt doch richtig Level. Dann können wir viel schneller schon wieder neue Blöcke verzaubern. Und dann gehe ich jetzt aber auch mal auf die Enderman, um Enderperlen und auch noch weitere Level zu sammeln. Am liebsten aber eigentlich jetzt auch mal mit Dia-Schwert. Wir haben ja genug Dias. Damit haben wir die 13. Enderperle und aber auch durch die Enderman und auch Quarz abbauen mittlerweile 13 Level. Das heißt, bevor ich auf die Festung gehe, will ich erstmal noch diesen Enderman hier wegmachen. Denn ich würde auch noch eine 14. Enderperle nehmen. Und die bekomme ich sogar. Und dann würde ich jetzt aber erstmal wieder einen neuen Block verzaubern wollen. Machen wir also weiter mit Tripstone. Und wir können darauf Aimbot verzaubern bis zu Stufe 3 und Piercing. Okay, ich glaube, wir können den irgendwie werfen oder vielleicht auch einfach normal fallen lassen und der jagt dann irgendwelche Mobs oder so. Ich probiere erstmal Aimbot Stufe 1 aus. Wir schauen mal, was das ist, bevor wir da Piercing drauf machen. Und dann bekommen wir den ersten verzauberten Tripstone. Das sieht wieder so komisch aus. Okay, wenn ich den jetzt hier dranhänge, dann sehe ich gerade im Chat, dass Level 1 auf Spieler aimt, Level 2 auf feindliche Mobs und Level 3 auf Spieler und Mobs. Und ich habe den gerade überbekommen. Der fällt einfach nach einer Zeit runter und jagt Spieler und ich bin der einzige Spieler auf dieser Welt. Das heißt, ich möchte den definitiv lieber auf Level 2 haben. Dann jagt er nämlich feindliche Mobs und das können wir vielleicht sogar jetzt auf der Festung benutzen. Wobei ich nicht weiß, ob das dann als Spielerkill zählt. Also das auf jeden Fall. Und dann würde ich jetzt auch einfach noch... Boah, Piercing 5 ist aber wahrscheinlich teuer. Ja, dann sind meine Level komplett weg. Wenn dann auf 1. Aber auch das kostet nochmal 2 Level mehr. Egal, wir machen das. Wir holen uns noch Piercing 1 drauf. Und dann haben wir einen Tripstone mit Aimbot 2 und Piercing 1. Und ich würde sagen, es wird Zeit, auf die Festung zu gehen. Also drauf da. Und dann gehen wir auch direkt schon auf die ersten 2 Blazes, die auch schon getroppt hat, die eine zumindest. Und hier haben wir auch nochmal Quarz. Ich brauche nach wie vor Level natürlich. Und dann packe ich hier einfach mal mein Bett rein. Und wir können Rock bekommen auf Stufe 1. Das können wir schon mal auswählen. Und Nightmare. Nightmare klingt irgendwie gar nicht so gut. Aber ich würde es ausprobieren. Ich habe aber tatsächlich nicht genug Level dafür. Okay, dann machen wir das später und lieber direkt beides in einem. Denn das eine Level werde ich wahrscheinlich sehr schnell noch voll bekommen. Zum Beispiel durch diese ganzen Skelette da hinten. Gut, dass die mal kurz aufeinander schießen. Dann kann ich kurz was essen. Und da haben wir die 9 Level. Das heißt, ich kann jetzt direkt hier mein Bett verzaubern. Mit Rock
und auch noch mit Nightmare. Beides auf Stufe 1, gibt es auch nur eine Stufe. Und dann haben wir ein neues Bett bekommen. Ein schön leuchtendes, verzaubertes. Kann ich damit jetzt Steine abbauen oder was heißt Rock? Okay, keine Ahnung. Müssen wir noch rausfinden. Nightmare ist allerdings eine rote Verzauberung. Das deutet natürlich stark auf eine negative Verzauberung hin. Aber Nightmare klingt auch irgendwie schon relativ negativ, wenn ich so drüber nachdenke. Moment, wir haben hier noch 2 Bögen. Die können wir vielleicht einfach kurz kombinieren. Dann haben wir schon mal einen für den Endfight. Und hier höre ich auch einen Spawner. Dann soll ich vielleicht kurz nochmal was essen. Und platziere dann auch gleich meinen verzauberten Tripstone da rein. Aber erstmal voll regenerieren. Und dann gehen wir rauf auf die Blaze Rods. Und mein Schild ist kaputt. Aber ich kann mir direkt noch einen neuen craften. Dann setze ich jetzt den Tripstone hier rein und wir schauen, was passiert. Ich hoffe, der fällt jetzt wirklich auch einfach runter. Sieht jetzt aber erstmal nicht so aus. Muss ich den doch manuell auslösen. Dann mache ich das. Aber sind wir ehrlich, das war jetzt nicht so effizient. Ich habe einfach nur den Spawner kaputt gemacht, weil ich ihn genau da drüber gesetzt habe. Ich glaube, das war ein bisschen Levelverschwendung. Also jetzt mal den anderen Spawner suchen gehen. Und da hinten haben wir den nächsten Spawner. Ich sollte mal kurz hier die Lava loswerden. Und dann einfach direkt wieder mit einem Goldapfel rein. Und dann kurz die 7 Blaze Rods voll machen. Das ging schnell. Die haben jetzt alle 3 gerade getroppt. Dann möchte ich doch noch kurz eine 8. haben. Da haben wir sie. Das heißt, wir können eigentlich tatsächlich schon wieder komplett raus aus dem Nether. Kann nur auch sein, dass ich ab und zu noch mal reingehe, um Level zu farmen. Jetzt dann aber erstmal hier irgendwo wieder runter von der Festung und zurück zum Portal. Was ich da hinten jetzt auch schon sehen kann. Aber hier sehe ich auch noch was anderes. Das würde ich auch gerne noch schnell abbauen. Und zwar ist hier auch noch ziemlich viel davon. Nochmal kurz hier runter. Und dann gehen wir raus aus dem Nether fürs Erste. Zurück in der Overworld. Und ich möchte direkt wieder meinen Axolotl mitnehmen. Und jetzt muss ich nur darauf achten, dass ich nicht aus Versehen in die Werkbank wieder reinlaufe. In die verzauberte. Und wenn die nächste Nacht kommt, lege ich mich dann zum ersten Mal in mein verzaubertes Bett mit Albträumen. Ich weiß nicht, ob das gut ausgeht. Bevor ich jetzt aber hier random weiterlaufe, crafte ich mir jetzt erstmal schon 7 Enderaugen. Und wir schauen mal, in welche Richtung wir uns orientieren sollten. Da hinten geht's lang. Droppt. Und dann laufen wir schon mal los in Richtung Stronghold. Aber wir müssen auf dem Weg auf jeden Fall noch einige Blöcke verzaubern. Dafür würde ich aber auch super gerne mal langsam raus aus diesem ganzen Wüstenbiom. Denn ich brauche mal Holz. Ich möchte hier noch eine Truhe verzaubern. Die hätte ich auch im Dorf holen können, habe ich aber nun mal nicht. Und ich möchte auch noch eine Tür verzaubern. Und ich würde sagen, das sind so die 2 nächsten Verzauberungen, die wir machen sollten. Da hinten am Horizont kommt schon mal ein Ruin Portal. Da kriegen wir auch eine Truhe. Das heißt, wir können da weiter verzaubern direkt. Ich brauche hier gar nicht reingucken. Ich baue die einfach ab. Die möchte ich haben. Da war auch noch ein Goldapfel. Nehme ich gerne mit. Und ein neuer Helm für mich. Und auch eine Hose. Ich bekomme richtig viel Rüstung. Okay, die würde ich jetzt einfach auch mal austauschen. Und da ist die Truhe, die ich jetzt auch einfach direkt hier reinpacken werde. Und wir können Infinity drauf verzaubern. Gibt es auch nur eine Stufe. Mache ich direkt. Kostet 8 Level. Aber ich hoffe, es lohnt sich. Und dann bekommen wir unsere verzauberte Truhe. Immer erstmal wieder abbauen. Ich weiß nicht, ob ich hier gleich weglaufen muss. Und Infinity klingt jetzt aber für mich eigentlich eher so, als wäre die einfach unendlich groß, oder? Okay, die sieht richtig krass aus. Wie cool sieht diese Truhe aus und die ist einfach dauerhaft offen. Ist das ein Portal oder sieht das nur so aus? Okay, nee, ich kann da nicht reingehen. Ich wollte es mal ausprobiert haben, aber ich müsste da jetzt rein gucken können. Okay, ich kann die abschließen. Ich kann neue Seiten aufschließen. Kostet 2 Level, habe ich gerade gesehen. Das sollte ich vielleicht nicht tun. Und ich habe meine XP hier reingesammelt. Okay, und ich kann jetzt einfach hier Sachen reintun. Keine Ahnung, ob ich das jetzt gut finde. Und wenn ich die abbaue, droppen die dann auch die Sachen? Ich kann die gar nicht abbauen. Kann ich die kaputt hauen? Auch nicht. Die bleibt jetzt für immer hier. Und sieht einfach ein bisschen creepy aus. Und jetzt wird es aber auch gerade dunkel. Das heißt, es wird Zeit, ein paar Albträume zu bekommen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war, das Bett auf Albtraum zu verzaubern. Aber dann wird es wohl jetzt Zeit, das herauszufinden. Und ich lege mich einfach mal schlafen. Und wir schauen, was passiert. Was ist das? Oh mein Gott, ich muss die weghauen. Okay, ich kann die einfach schlagen. Das ist mein Albtraum. Und der gefällt mir gar nicht. Der ist richtig gruselig. Und da läuft ein Timer. Wir haben noch 50 Sekunden. Und die machen wirklich Schaden. Ich wurde ja schon getroffen. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Und ich hoffe, das wird nicht schlimmer. Weil jetzt geht's gerade noch. Noch 40 Sekunden. Aber es werden langsam mehr. Oh mein Gott, sind das viele. Wieso ist das so gruselig? Ich will einfach nur Minecraft spielen. Ich werde nie wieder mein Bett verzaubern. Ich will einfach nur die Nacht überspringen. Und auf einmal wird das ein Kampf um Leben und Tod. Die Frage ist halt auch, was passiert, wenn ich das nicht überlebe. Oh mein Gott, sind das viele. Ich habe kaum noch Herzen. Ich muss mich konzentrieren. Das wird echt schwer gerade. Ich hoffe, wenn ich nicht überlebe, wache ich einfach auf. Aber ich weiß es nicht, was dann passiert. Noch 5 Sekunden. Jetzt werden es mehr. Oh mein Gott. Das sind richtig viele.
Und ich habe überlebt. Ich habe 2,5 Herzen. Die Herzen sind echt. Das ist nicht nur ein Traum, aber es ist morgen geworden. Ich habe 2,5 Herzen. Ich werde erstmal ein schönes Brötchen essen zum Frühstück. Und ich sag mal ganz ehrlich, ich werde mich nie wieder in dieses Bett legen. Das ist einfach nicht verzaubert, das ist verflucht. Okay, und durch den Albtraum bin ich jetzt ehrlich gesagt auch komplett raus. Ich weiß überhaupt nicht mehr, in welche Richtung wir laufen müssen. Am besten schaue ich erstmal wieder nach. Und das droppt zumindest auch. Das heißt, wir laufen jetzt direkt weiter in Richtung Stronghold. Und ich hoffe, dass wir auch wirklich langsam mal rauskommen aus der Wüste, denn ich möchte immer noch eine Tür verzaubern. Da hinten haben wir aber vom Lush Cave schon mal einen Baum. Das heißt, da kann ich zumindest schon mal die Tür craften und verzaubern. Aber wir brauchen auch wieder Level. Vielleicht hätte ich erstmal in den Nether wieder gehen sollen. Das heißt, ich werde am nächsten Lavasee erstmal wieder ein Portal gießen und dann gehen wir Quarz abbauen für Level. Jetzt brauche ich aber erstmal das Holz und da hinten kommt zumindest mal ein anderes Biom. Da haben wir auf jeden Fall ganz schön viel Holz. Und da steht auch noch ein Ruined Portal oben auf dem Berg. Und da haben wir einen Lavasee. Der Plan geht auf. Und da unten haben wir auch noch eine riesige Höhle. Ich würde nämlich gerne auch noch einen Amboss verzaubern, habe ich gerade gedacht. Das heißt, ich sollte eigentlich auch Eisenfarmen gehen. Wir haben noch so viel zu tun. Okay, aber eins nach dem anderen. Fangen wir also erstmal an mit dem Ruined Portal. Da muss ich mich allerdings auch erstmal durchgraben. Und da haben wir aber die Truhe. Da drin ist noch mehr Rüstung, die ich tatsächlich auch noch nicht habe. Und ein Feuerzeug würde ich auch einfach mal mitnehmen. Den Rest brauchen wir ehrlich gesagt nicht mehr. Aber damit ist meine Rüstung vollständig. Dann gehen wir als nächsten Schritt hier in den Nether. Mit dem Feuerzeug jetzt natürlich auch gar kein Problem. Also kurz anzünden und rein da. Und hier haben wir schon mal ein bisschen Quarz. Ich suche einfach mal weiter und baue alles ab, was ich finde. Hier muss einmal der Gas aus dem Weg geräumt werden. Und dafür bekommen wir hier aber auch super viel Quarz dahinter. Aber ich könnte auch jetzt schon mal meine Tür verzaubern, damit wir nicht so viel sammeln müssen. Dafür muss ich sie allerdings auch erstmal craften. Und dann packen wir die hier rein. Und dann bekommen wir Portal. Portal klingt ziemlich cool. Gibt es auch nur eine Stufe, nehme ich mir auf jeden Fall mit. Und es gibt noch Passwort. Okay, da ich hier im Singleplayer bin, brauchen wir wohl kein Passwort. Camouflage. Okay. Was kostet das, ist die Frage. Okay, Level bekommen wir an sich aber ja auch noch. Ich würde, glaube ich, mal Camouflage direkt mitkaufen. Und dann verzaubern wir diese schöne Tür. Und dann sieht die noch viel schöner aus. Ich möchte aber auch direkt wissen, wie die funktioniert. Was ist das? Ein Timer? Und dann wird sie getroppt. Moment, Portal, vielleicht zu einer anderen Tür. Ich habe die gerade da hinten weggeworfen. Kann ich das so machen? Oder muss ich 2 Türen verzaubern? Probieren wir das noch aus. Wie viele Level brauche ich für Portal? 4 Stück. Ich muss kurz nochmal Quarz farmen. Und dann möchte ich nur Portal hier drauf haben. Dann packe ich die eine Tür hier hin und habe dann wahrscheinlich 4 Sekunden Zeit, noch eine zu platzieren. Oh mein Gott. Ich kann mich von Tür zu Tür teleportieren. Das ist hier super unpraktisch, weil das hier ja gar nichts bringt. Aber das ist mega gut. Ich überlege gerade, wie ich das gut nutzen könnte. Theoretisch könnte ich damit aus dem Endfight sogar entkommen, oder? Wenn das über Dimensionen hinaus zumindest funktioniert. Wie funktioniert das Camouflage? Kann ich die in die Wand setzen und dann sieht man die nicht? Genau das kann ich tatsächlich. Wie krass ist das denn? Ich habe einfach eine Tür in der Wand, die man ein bisschen sehen kann, aber nicht so richtig. Okay, dann mache ich wieder ein paar Level voll. Und dann würde ich jetzt aber auch erstmal wieder zurückgehen, Eisen farmen und dann verzaubern wir gleich einen Amboss. Das könnte richtig gut werden, weil ein Amboss ja schon ein etwas teurerer Block ist. Du kommst wieder mit. Und dann springen wir hier runter in die erste Lush Cave. Hier sind deine Freunde. Ich lasse dich, glaube ich, mal hier. Dann kannst du mit denen weiterleben, weil ich glaube, da wo ich hingehe, ist es gar nicht so gut für dich. Ich brauche aber erstmal Eisen. Und zwar 30 Stück, da ich ja eins auch schon fertig habe. Und jetzt baue ich einfach die ganze Zeit ab und habe gar nicht drauf geachtet. Ich habe schon längst die 30 voll. Das heißt, wir können uns mal wieder nach oben orientieren und rausgehen aus der Höhle. Hier ist aber auch nochmal Lapis. Vielleicht können wir das auch noch gebrauchen. Und dann grabe ich mich den Rest noch gerade nach oben. Und es ist ziemlich dunkel, aber ich glaube, das liegt eher am Wetter. Und selbst wenn Nacht wird, ich werde nicht in diesem Bett schlafen. Ich frage mich allerdings auch, ob ich mit dem verzauberten Ofen überhaupt was anderes als Essen durchbraten darf. Ich glaube tatsächlich schon. Dann packen wir da mal Kohle rein. Und ich habe Angst, dass er mir gleich Eisen überwirft, wenn es fertig ist. Aber ich glaube, er tut das nicht. Das funktioniert nur mit Essen und sonst ist es ein ganz normaler Ofen, wie es aussieht. Finde ich ehrlich gesagt einfach gut. Und während das Eisen da durchschmelzt, gucke ich jetzt auch mal, was ich als nächstes noch verzaubern könnte. Und eigentlich wäre doch ein Stone Cutter cool. Dann nehme ich nochmal einen ganz normalen Ofen und schmelze kurz 3 Steine. Aber ich hätte auch gerne neue Wolle, denn es wird gleich Nacht. Vielleicht schaue ich mal, ob ich hier Schafe finde. Da sind tatsächlich ziemlich viele braune Schafe. Ich brauche eure Wolle, denn ich habe Angst vor meinem eigenen Bett. Keine Albträume, neuer Tag und der Regen hört auf. Das war deutlich angenehmer. Dann crafte ich mir jetzt den Stone Cutter und werde den direkt natürlich auch wieder verzaubern. Mit Sharpness. Okay, der sieht sowieso schon relativ scharf aus. Und das geht bis Stufe 3. Machen wir direkt Stufe 3. Und Telekinese. Das klingt super weird. Finde ich gut. Machen wir Stufe 5. Ich hoffe einfach, dass das nicht schief geht. Ich verzauber beides auf
maximaler Stufe. Und wir bekommen unseren Stonecutter mit Sharpness und Telekinese. Und dann ein bisschen Abstand zu unserem Koch. Und ich probiere das einfach mal aus. Ich habe ihn platziert. Keine Ahnung, was passiert. Sieht so krass aus, wie der leuchtet. Aber ich habe keine Ahnung, was passiert. Okay, ich habe eine Klinge, die um mich kreist, die ich wohl feuern kann und auch mit einer Spitzhacke damit Sachen abbauen kann. Moment, das ist mega cool. Ich kann die einfach da hinten hinschleudern. Oh mein Gott, ich dachte, die kommt jetzt auf mich zurück. Wie krass ist das denn? Das sieht auch so cool aus. Ich habe einfach die Klinge vom Stonecutter bekommen. Einfach mal so. Damit möchte ich auf den Enderdrachen und auch die Endcrystals schießen. Wie krass ist das denn? Und weil ich jetzt eine Spitzhacke halte, kann ich damit auch ganz normal durch den Boden schießen. Okay, nicht so ganz so weit, aber das ist schon krass. Jetzt ist sie kaputt gegangen. Kann ich einfach eine neue bekommen? Ja, kann ich. Die ist jetzt einfach weg. Das sieht so komisch aus. Und da kommt noch eine raus. Okay, die laden sich nach. Wahrscheinlich, weil ich schon eine höhere Stufe verzaubert habe. Ich habe einfach 3 Stück. Wie cool ist das denn? Das ist vielleicht bisher mein Lieblingsverzauberter Block. Weil das passt auch einfach so gut. Ich habe 5 Stück einfach. Kommen da unendlich neue nach? Da kommt schon wieder eine. Okay, die kann ich aber nicht aufsammeln. Oh mein Gott, ich sollte nicht drüber laufen. Stonecutter machen, wenn sie verzaubert sind, endlich auch Schaden, so wie sie aussehen. Ich war auf einem Herzen. Das war ziemlich gefährlich. Okay, und machen die jetzt auch einfach so Schaden, einfach wenn ich irgendwo langlaufe? Ich frage mal die Schafe, wie das funktioniert. Und ich würde sagen, das funktioniert. Ich will unbedingt in den Endfight. Aber wir haben natürlich auch noch den Amboss vor uns. Ich will aber gleichzeitig jetzt nicht meine ganzen Blöcke da hinten kaputt machen. Kann ich den jetzt auch einfach wieder abbauen erstmal? Und die sind dann wieder weg? Ja und nein. Also ich kann ihn abbauen, aber die sind dann nicht weg. Und so cool die auch sind, möchte ich die jetzt gerade nicht haben, sondern lieber im Endfight. Denn hier können die viel zu viel noch kaputt machen. Aber ich kann die auch einfach jetzt hier in den Boden schleudern, oder? Bis die kaputt gehen. Das sieht so krass aus. Ich kann den ganzen Boden durchgraben. Und irgendwann kommen sie nicht mehr wieder. Und dann haben wir keine mehr. Und jetzt langsam wird es aber auch dann Zeit, den Amboss zu craften. Ich denke mal, der Kollege dürfte langsam genug durchgeschmolzen haben. Noch nicht ganz. Und dann crafte ich mir jetzt den Amboss. Und ich habe mich irgendwo verzählt. Ich bin jetzt selber verwirrt, aber ich habe locker genug. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Ich könnte ihm jetzt auch mal ein bisschen was zu essen geben. Dann kann er mich füttern. Fände ich auch nicht verkehrt. Und in der Zeit verzauber ich den Amboss. Ich hoffe, ich habe genug Level. Das kostet auf Unbreaking 1 schon mal 3 Level. Und dazu haben wir noch Density auf bis zu Level 3. Dafür haben wir nicht genug Level. Okay, will ich denn sonst vielleicht irgendwo sparen? Okay, das reicht dann aber trotzdem nicht. Ich will den eigentlich schon komplett verzaubern. Und sonst müsste ich auf Density 1 gehen. Das heißt, ich brauche noch neue Level. Und ich möchte natürlich auch meinen verzauberten Ofen wieder mitnehmen. Und mein friedliches Bett, was mir dann auch einfach mal nichts tut, wenn ich darin schlafen möchte. Dann schauen wir jetzt nochmal, wo es zum Endportal geht. Ich glaube, wir sind schon zu weit gelaufen. Die Frage ist, wie weit wir zurück müssen. Ich werfe nochmal ein Enderauge. Fliegt immer noch weiter zurück. Und wie es aussieht, müssen wir auch zurück in die Wüste. Und sogar auch hier nochmal aufs Meer. Aber hier geht's wieder zurück. Vielleicht sogar hier direkt am Ufer. Und vielleicht können wir auch hier runtertauchen. Ne, hier fliegt es auch noch weiter. Und dann schauen wir einfach mal. Hier fliegt es runter sogar. Wo kommt das Enderauge nach oben? Hier direkt am Ufer wirklich. Dann würde ich sagen, wir tauchen trotzdem mal hier so rein. Das ist ja direkt daneben. In der Hoffnung, dass wir eher in diese Richtung uns orientieren könnten. Mal gucken, wie tief das hier auch noch reingeht. Okay, nicht so tief in die Richtung leider. Dann vielleicht eher hier nochmal probieren. Das sieht schon interessant aus. Das sieht generell hier interessant aus. Könnte das schon vom Stronghold sein? Ich grabe mich mal hier auf diesem Diamanten nach unten. Und dann schauen wir einfach mal, ob wir hier auf den Stronghold stoßen. Am liebsten aber mit Luft. Hier ist tatsächlich der Stronghold. Der ist auch überhaupt nicht tief. Da gehen wir direkt mal rein da. Und ich suche nach dem Portalraum. Hier in der Truhe haben wir vielleicht noch einen neuen Helm. Den können wir noch anziehen. Hier haben wir noch eine Truhe mit noch einem Dia drin. Eigentlich müsste ich mir noch Dia-Rüstung machen. Aber ich bekomme auch noch mal ein bisschen Eisenrüstung. Und hier ist noch eine Truhe mit noch mehr Eisenrüstung. Okay, das ist aber auch cool. Hier ist der Portalraum. Ich habe ihn gefunden. Einmal kurz die beiden Silberfische weg. Und dann schnell den Spawner abbauen. Perfekt. Wir haben ein Enderauge drin. Also crafte ich mir noch 4 und wir aktivieren das Portal. Nice! Dann brauchen wir noch 2 Level, um den Amboss zu verzaubern. Und ich möchte eigentlich noch TNT verzaubern. Aber Level können wir genauso gut wahrscheinlich auch noch im End bekommen. Oder ich gieße mir hier kurz ein Portal. Eigentlich wäre das schlauer, oder? Dann gehen wir hier einfach noch kurz die Level holen. Und ich hoffe, wir bekommen hier direkt viel Quarz. Ja, wir haben zumindest ein bisschen Quarz, aber sind auch in einer Höhle. Aber das kriegen wir hier auch irgendwie hin. Und die 12 Level habe ich ja schon. Das heißt, wir werden jetzt den Amboss verzaubern. Auf Unbreaking 1 und Density 3. Perfekt. Und ich bin sehr gespannt, was das bringt. Möchte das aber im Endfight ausprobieren. Jetzt möchte ich erstmal noch ein neues schwarzes Loch bekommen. Aber eigentlich am liebsten
auch auf Stufe 3 und noch Flame obendrauf. Dafür brauchen wir 10 Level. Und dann muss ich mir noch überlegen, wann. Aber wir werden irgendwann ein noch viel größeres schwarzes Loch spawnen. Bisher habe ich ja nur Stufe 1 ausprobiert. Das wird nochmal was ganz anderes. Und dann wird es jetzt auch schon Zeit. Schwarzes Loch 3 und dazu noch Flame 1 für 10 Level. Und dann haben wir ein extrem gefährliches TNT. Und dann geht es gleich direkt in den Endfight. Ich habe meinen verzauberten Amboss und meinen Stonecutter möchte ich natürlich auch noch benutzen. Und dann gehen wir so ausgerüstet rein in den Endfight. Hallo End. Und wir sind ganz schön weit weg, aber ich habe noch Enderperlen. Gar kein Problem. Einmal kurz darüber auf die Endinsel. Und da oben fliegt unser Endgegner. Ich fange direkt mal mit dem Stonecutter hier in der Ecke an, als Verteidigung. Und die Endermen werden aggressiv. Das hat mir keiner gesagt. Ich brauche mehr Klingen. Und dann haut die alle weg, bitte. Jeder Enderman, den ich jetzt berühre, der in meiner Nähe ist, heißt das, kriegt einfach Schaden, aber wird auch aggressiv. Das ist richtig gefährlich. Ich möchte auf jeden Fall die 5 Klingen haben. Wir warten noch eine ab. Perfekt. Und dann müsste ich einfach ganz gut hier durchlaufen können, oder? Okay, die können mir nicht wirklich was tun. Das ist so krass. Der hat mich geschlagen. Die können mir doch was tun. Ich crafte mir eine Dia-Hose und auch noch eine Dia-Brustplatte. Das ist sicherer. Und dann gehen wir jetzt rauf auf die Endcrystals. Okay, dafür muss ich näher ran. Das ist gar nicht mal so gut. Ich muss einmal hier so durch. Geht das? Ja, das ist gar kein Problem. Okay, die können die nicht kaputt machen. Ich kann die komplett freilegen, aber nicht damit kaputt machen. Und der Enderdrache kommt auch schon vorbei. Und die Klingen gehen sogar optisch langsam kaputt, merke ich gerade. Kann ich mir die einfach wieder neu holen dann? Ich habe nur noch 3. Das ist dann doch ein bisschen gefährlich. Aber ich bekomme ja auf jeden Fall wieder neue. Sehr gut. Und ich habe gerade einen super random Gedanken. Ich kann nämlich heute auch Bedrock verzaubern. Dachte aber, da komme ich nicht ran. Und ich habe aber ein Bed mit Rock-Verzauberung. Wenn das nicht klappt, habe ich es rausgeschnitten. Also klappt es offensichtlich. Wir gehen rüber zum Endportal. Wenn der Enderdrache mich dahin lässt, lass mich. Und dann möchte ich mit diesem Bed Bedrock abbauen. Geht das? Oh mein Gott, ich habe Bedrock abgebaut. Das fühlt sich so illegal an. Das finde ich aber richtig cool. Ich kann einfach Bedrock abbauen mit einem Bed mit Rock-Verzauberung. Was auch sonst. Und dann werde ich unter mir verzaubern, damit ich das nicht kaputt mache. Und wir packen Bedrock da rein. Ich bekomme Camouflage. Und mehr kann ich auch nicht. Okay, dann mache ich das. Kostet nicht mal viel. Und schon habe ich ein verzaubertes Bedrock, was ich jetzt auch einfach mal hier hinsetzen werde. 10 Sekunden. Kann ich da was reinsetzen? Moment. Okay, ich glaube, ich kann das einfach tarnen. Aber sind wir mal ehrlich, das bringt mir gar nichts, oder? Die Zeit läuft ab. Und dann haben wir ein Bedrock mit getarnten Seiten. Cool. Wir machen weiter, denn als nächstes möchte ich den verzauberten Amboss ausprobieren. Der Drache kommt gerade in die Mitte, aber das wird nicht mehr passen. Ich warte auf die nächste Runde. Aber in der Zeit kann ich eigentlich mal ausprobieren, ob ihm das Schaden macht. Ja, das macht ihm Schaden. Okay, das ist gut zu wissen. Sogar relativ viel. Jetzt regeneriert er natürlich noch, aber für später schon mal gut. Und dann werde ich mich jetzt neben der Mitte hochbauen und den Amboss auf den Enderdrachen fallen lassen. Vielleicht war es das dann auch schon damit. Wir werden sehen. Er geht auf jeden Fall nicht so leicht kaputt. Wir haben ja auch noch Unbreaking drauf. Und wir warten, dass er in die Mitte kommt. Ich weiß nur gerade nicht, ob das gut ist, dass ich hier direkt daneben stehe. Ich baue mich mal kurz ein bisschen zur Seite weg. Und der Drache kommt in die Mitte. Wir lassen ihn erstmal runter. Moment, er will mich auch runterlassen. Das ist nicht so gut. Das habe ich, glaube ich, nicht so schlau gebaut. Ich weiß nicht, ob ich das diesen Run noch schaffe. Aber ich werde es noch versuchen. Er bleibt an sich relativ lange und fliegt aber wieder los. Das ist nicht gut. Ich muss kurz hier weg und nach unten. Dann versuchen wir es gleich nochmal. Er kommt runter. Ich hoffe, ich stehe jetzt nicht schon wieder zu nah dran. Und ich mache ihm schon Schaden. Aus Versehen tatsächlich. Einfach nur, weil ich sneake. Wir gehen in die Mitte. Ich habe ja auch Bedrock. Das hätte ich dafür benutzen können. Und wieso fliegt er jetzt schon wieder los? Der Drache kommt in die Mitte. Ich lasse jetzt den Amboss drauf fallen und wir schauen, was passiert. Oh mein Gott. Das hat gar keinen Schaden gemacht. Was ist hier gerade passiert? Der Amboss hat richtig was zerstört, aber nicht den Enderdrachen. Ich muss hier runter und ich habe gar keine Klingen mehr. Das sollte ich ändern. Da kamen jetzt so viele Endermen mittlerweile hoch. Wie krass sah das denn aus? Aber es hat dem Enderdrachen gar keinen Schaden gemacht. Okay, wo sind meine Klingen? Gib mir neue Klingen. Ich habe Angst ohne Klingen. Ich hätte gerne 5 Stück natürlich wieder. Und dann wird es jetzt gleich Zeit für das schwarze Loch. Mir bleibt gefühlt kein anderer Ausweg. Also außer ganz normal auf den Enderdrachen zu gehen. Aber das wäre ja zu langweilig. Ich warte noch auf meine 5. Klinge. Da kommt sie gerade nach. Perfekt. Und dann werde ich jetzt einfach dieses End in ein riesiges schwarzes Loch verwandeln, in der Hoffnung, dass ich das Ganze irgendwie überlebe. Hier ist mein Amboss, aber das ist mir jetzt auch egal. Ich setze es hier hin und dann muss ich laufen. Das wird ja wegen Flame automatisch gezündet. Keine Ahnung, ob ich auf den Enderdrachen warten sollte. Ich zünde das Loch und laufe los. Und ich hoffe, ich überlebe das jetzt irgendwie. Explosion, die war noch ganz normal. Da wächst das Loch. Okay, es wird deutlich größer. Es wird deutlich größer als auf Level 1. Es zieht hier alles mögliche an Blöcken ein. Oh mein Gott, wird das groß. Das wird größer, als ich dachte. Ich bin in ein Loch gefallen. Lass mich. Ich möchte nicht ins schwarze Loch fallen. Aber es zieht mich auch wieder nicht an. Das heißt, es ist auf meiner Seite. Und es wird alles eingesaugt. Die ganzen Endermen, die ganzen Blöcke. Da fliegt aber noch der Enderdrache. Der wird nicht angesaugt. Ich habe keine Ahnung, ob der das überleben kann. Doch, er wird angesaugt. Er fliegt super langsam, wenn er in die andere Richtung
fliegt. Ich laufe mal näher ran. Ich glaube, es wächst jetzt nicht mehr. Die Frage ist, wie lange das schwarze Loch noch hält und wie lange er es dann auch noch schafft, wegzukommen. Das sieht so krass aus hier gerade. Hier wird so viel gelöscht. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich stehe hier auch nicht mehr so sicher langsam. Oh mein Gott, wird das groß. Jetzt bin ich außen rumgelaufen. Lebt er jetzt noch? Ich weiß es nicht. Wo ist der Enderdrache? Es wird so viel hier eingesaugt. Und ich sehe aktuell... Doch, da hinten ist der Enderdrache, oder? Ich bin mir nicht sicher. Doch, da hinten fliegt der Enderdrache. Die Frage ist, wie lange er noch schafft, wegzufliegen. Oh mein Gott, die Farbe hat sich geändert. Ich habe keine Bossbar mehr. Moment. Wurde der Enderdrache gerade wirklich ins schwarze Loch gesaugt? Ich glaube schon. Wir haben da hinten ein Transitportal bekommen. Ich frage mich nur, ob auch dieses schwarze Loch sich irgendwann auflöst. Ich muss aber wirklich auch aufpassen, wenn sich das nicht bald auflöst. Da hat sich's aufgelöst. Oh mein Gott, wir haben ein Endportal in der Mitte des schwarzen Lochs. Und da müssen wir da in die Mitte. Ich habe aber nur noch TNT zum Bauen. Und da unten sind auch die Reste der Obsidian-Türme. Jetzt werden die Blöcke langsam knapp. Ich mache noch sowas. Einfach nur zum Rüberbauen. Und dann auch nochmal unseren Koch. Und dann würde ich einfach mal sagen, wir werfen uns rüber und haben es damit geschafft und haben mit einem schwarzen Loch aus verzaubertem TNT den Enderdrachen besiegt und so Minecraft durchgespielt. Nice!